Hallo und herzlich willkommen bei Pinegrow Forest. In diesem Video soll es um den Einstieg in Pinegrow und die Grundlagen in HTML gehen. Ich zeige euch, wie wir diese kleine Website aus dem Nichts heraus von Grund auf aufbauen und wie wir das mit den HTML-Bausteinen in Pinegrow machen. Wenn ihr neu seid und euch mit HTML noch nicht so gut auskennt, empfehle ich euch das Pinegrow Starter Projekt. Da könnt ihr direkt mit einem komplett vorbereiteten Projekt starten, wo schon wichtige Einstellungen vorgenommen sind, zum Beispiel ein Fav-Icon, die Schriftart ist eingebaut und so weiter. Zudem sind schon wichtige Seiten wie eine Masterseite, die Startseite, ein Impressum oder Datenschutz für euch vorbereitet. Mit dabei sind auch zahlreiche Basiskomponenten, wie zum Beispiel Header, Footer, Titelbereiche, Textbereiche, Akkordeons und so weiter. Diese könnt ihr einfach auf eure Website ziehen und schon als fertige Blöcke vollkommen responsive verwenden. Somit spart ihr bei der Erstellung einer Website nicht nur viel Zeit, sondern könnt euch auch viel einfacher in Pinegrow reinarbeiten. Habt ihr kein Starterprojekt, müsst ihr in Pinegrow zunächst einmal ein neues Projekt anlegen. Klickt dazu auf New Page or Product und hier seht ihr verschiedene Vorlagen oder auch Frameworks wie zum Beispiel Bootstrap und so weiter, was man dort auswählen kann. Wir erstellen heute einfach mal eine normale HTML-Seite, wählen also Plain HTML aus. Das Projekt muss jetzt erstmal irgendwo abgespeichert werden. Das mache ich in einem Ordner, also ich klicke auf File, dann Save As und dann kann ich sozusagen die Index.html, also die neue Startseite, in einem Ordner speichern. Ich erstelle jetzt einfach auf meinem Desktop mal einen neuen Ordner, den nenne ich Website und dort speichere ich jetzt das Projekt. So, jetzt hat Pinegrow das neue Projekt angelegt und dann schauen wir uns mal an, was wir jetzt hier vorfinden. Also wir haben die Datei index.html, das ist immer die Startseite, die heißt immer so. Dann hat Pinegrow noch ein Ordner CSS und da drin liegt die Datei Style CSS. Hier stehen später unsere ganzen Style-Einstellungen sozusagen, also Einstellungen, die beschreiben, wie die Website aussehen soll. Ich schaue mir mal den Ordner an so, und in dem Ordner sehe ich, dass sozusagen genau diese drei Dateien da drin sind, die Pinegrow angezeigt hat. Die Datei pinegrow.json ist sozusagen nur eine Einstellungsdatei. Ich kann jetzt hier einen neuen Ordner anlegen, den Ordner nenne ich Images. Hier sollen später sozusagen meine Bilder reinkommen. Und wenn ich jetzt in das Projekt wieder reingehe und dann einmal das Projekt neu lade, dann sehe ich, dass hier auch direkt dieser Ordner angezeigt wird. Also ich sehe in Pinegrow sozusagen immer, was im HTML-Ordner passiert und speichere das auch in reinem HTML ab. Wenn ihr das Pinegrow Starter-Projekt habt, dann müsst ihr natürlich solche Einstellungen nicht mehr vornehmen, dann sind dann schon alle wichtigen Seiten und Ordner für euch angelegt. So, aber schauen wir uns nochmal an, was wir jetzt genauer erstellen wollen. Am besten ist es, wenn man vorher immer eine grobe Vorstellung hat von dem Ergebnis, wie die Seite am Ende aussehen soll und sich dann überlegt, wie man dorthin kommt. Wir haben jetzt hier eine ganz normale kleine Startseite für eine Bäckerei, die sozusagen in drei Bereiche gegliedert ist. Ganz oben haben wir das Titelbild, darunter haben wir einen Textbereich und darunter einen Textbereich mit Bild daneben. Da jede Website aus Blöcken besteht, teilen wir uns die Seite am besten gedanklich schon mal in Blöcke ein. Wir haben jetzt hier die drei Bereiche in diesen grünen Blöcken sozusagen, also Block 1, 2 und 3. Und darin sind in Rot jetzt die Überschriften, in Blau die Textfelder und in Dunkelblau die Bilder. Und das Ganze versuchen wir jetzt in Pinegrow umzusetzen. Zuerst einmal klicke ich dazu auf die Startseite index.html und kann dann hier oben in dem Bereich Library alle HTML-Elemente sehen, die uns hier zur Verfügung stehen. Wir haben hier zum Beispiel Div-Blöcke, hier befinden sich auch, also die Div-Blöcke, hier befinden sich auch die Überschriften, H1, H2, P sind die Textfelder und das Image-Element ist sozusagen für die Bilder da. Ich nehme jetzt mal diesen Div-Block sozusagen und ziehe den einfach auf die Website, aber nicht nur einmal, sondern dreimal, weil wir ja drei verschiedene Blöcke haben, also sozusagen drei verschiedene Hauptsektionen.
das Titelbild, den Textbereich und dann den Textbereich mit Bild. Im sogenannten Tree-Tab, also hier auf der rechten Seitenleiste, da kann ich nochmal den genauen Aufbau der Seite sehen. Also hier sehe ich sozusagen unsere 3 Div-Blöcke, was ja unsere 3 Hauptblöcke sind. Im nächsten Schritt packen wir jetzt einfach alle HTML-Elemente in unsere 3 Blöcke rein, die wir benötigen. Dazu schauen wir uns nochmal an, wie wir die Seite geplant hatten. Also ganz oben im Titelbild, da soll ja ein Hintergrundbild reinkommen und eine Überschrift. Das wird am besten eine H1-Überschrift, das ist sozusagen die wichtigste Überschrift auch. Darunter haben wir einen Textbereich, da ist also nur eine Überschrift und ein Textfeld drin. Weil die Überschrift nicht ganz so wichtig ist, würde ich hier eine H2-Überschrift nehmen. Und im dritten Bereich haben wir sozusagen 2 verschiedene Blöcke nochmal, die nebeneinander sind. Der eine enthält Text und der andere enthält ein Bild. Und genauso übernehmen wir das jetzt in unserer Seite. Ich wähle hier einfach eine Überschrift, eine H1, also die wichtigste Überschrift sozusagen, aus und ziehe die in unseren obersten Block, also in unseren Titelbereich rein. Das sieht jetzt natürlich alles noch sehr primitiv aus, aber am Ende wird dann die Seite schon so aussehen, wie wir die uns vorgestellt haben. Die Überschrift kann ich einfach doppelt anklicken und dann dort meinen Text reinschreiben. Ich kann auch hier in dieser Vorschau sozusagen in der Mitte auch direkt den Text fett, kursiv einstellen oder einen Link draus machen. Hier im Tree-Tab sehe ich auch, dass unsere Überschrift tatsächlich in diesem Div-Block drin ist. Ganz wichtig, Elemente wie Texte, Bilder oder sonstiges sollten immer in Div-Blöcken drin liegen. Das ist einfach besser, wenn man die dann später auch gestalten möchte. Aber das zeige ich dann noch. In unseren mittleren Bereich packe ich jetzt diese H2-Überschrift, so wie wir das gesagt hatten. Und ich kann die entweder direkt in den Block reinziehen oder hier im Tree-Tab direkt an die Stelle ziehen, wo die Überschrift genau sein soll später. Das macht vor allem Sinn, wenn man, ich sag mal, vielleicht eine etwas fortgeschrittenere Website schon hat und dann genau timen möchte oder eben genau festlegen möchte, wo jetzt die Elemente erscheinen. Hier ist jetzt genau die richtige Position, also ich sehe, dass sozusagen dieser Textbereich genau in demselben Div-Block drin liegt wie die Überschrift. Also wir haben sozusagen zuerst die Überschrift, die H2 und darunter ist dann dieser Textbereich, der heißt einfach P in HTML. Ich kann auch die Überschrift jetzt wieder ganz normal doppelt anklicken und dann meinen Text reinschreiben. Genau das gleiche mache ich auch mit dem Textfeld darunter. Um jetzt einfach ein bisschen Zeit zu sparen, kann ich mir auch einfach mit Rechtsklick, Insert, hier so einen Platzhaltertext einbauen. So, dann kommen wir zum dritten Blockabschnitt und das ist ein bisschen tricky, weil hier sollen ja 2 Bereiche nebeneinander stehen. Also einmal ein Textbereich und einmal ein Bildbereich. Und diese beiden Bereiche müssen wir nochmal in 2 Blöcke untergliedern. Deswegen nehme ich mir jetzt hier nochmal einen Div-Block aus der Library und ziehe die jetzt hier in unseren dritten Bereich rein. So, ich sehe auch im Tree-Tab, das hat funktioniert, auch wenn ich jetzt noch nicht viel sehe. Wenn ich jetzt den zweiten Div-Block reinziehen möchte, dann muss ich aufpassen, dass der nicht in meinen ersten Div-Block, sondern in den Hauptbereich reingepackt wird. Ich sehe auf der rechten Seite, normalerweise würde er jetzt in den ersten Div-Block sein. Deswegen nutze ich jetzt die Tree-Ansicht, um den genau dorthin zu ziehen, wo er später sein soll. Also dieser Haupt-Div-Block soll sozusagen diese beiden Div-Blöcke gleichwertig behandeln. Ich kann jetzt auch den zweiten Div-Block in den ersten ziehen und dann habe ich einen Div-Block, der einen Block und noch einen Block enthält. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen, dass der Haupt-Div-Block diese beiden Blöcke gleichberechtigt enthält, sozusagen. So, die beiden Div-Blöcke sind jetzt noch übereinander und nicht nebeneinander. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Erstmal packen wir aber die H2-Überschrift, wie wir das vorhatten, in den linken Div-Block, also sozusagen in den ersten rein. Damit ich jetzt hier nichts falsch irgendwo hinziehe, nutze ich gleich die Tree-Ansicht
und kann das direkt gezielt in den ersten Div-Block reinziehen. Das gleiche mache ich jetzt auch mit dem Textbereich, also dem Paragraph P. Da muss ich auch aufpassen, dass ich das nicht wieder in die Überschrift ziehe, sondern darunter. Ja, dass also sozusagen dieser Div-Block jetzt zuerst eine Überschrift und dann den Textbereich enthält. Hier füge ich jetzt auch einfach wieder nur einen Platzhaltertext ein, also Insert Lorem Ipsum Text, und dann schreibe ich noch eine H2-Überschrift. Damit ist dann der linke Block auch schon fertig. In den rechten Block, also jetzt noch den unteren Block sozusagen, wollten wir ein Bild reinpacken. Dazu finde ich hier das Image-Element. Das ist sozusagen das Bild. Und das nehme ich einfach und ziehe das hier in meinen unteren, also später rechten Div-Block rein. So, und damit ist auch schon der HTML-Aufbau unserer Seite fertig. Also ich habe alle Elemente drin, die ich brauche. Es sieht natürlich noch fürchterlich aus, weil überhaupt noch kein Design da ist. Also das sieht eher aus wie ein Zeitungsartikel als wie eine Website. Aber das machen wir jetzt gleich. Wenn ich ein Element in PineGrow gestalten möchte, dann muss ich es zuerst auswählen. Also ich wähle jetzt hier zum Beispiel diese H1-Überschrift aus und wechsle dann in den Tab Style. Dort finde ich alle Design-Einstellungen sozusagen. Also hier unten im sogenannten Visual Editor kann ich Breiten und Höhen festlegen, Abstände, Positionen, Ränder und noch viele andere Einstellungen festlegen. Ich fange jetzt aber mal damit an, unsere eigenen Bilder auf die Website zu ziehen. Dazu habe ich mir hier zwei Bilder ausgesucht. Das sind einfach lizenzfreie Bilder aus dem Internet und die kann ich jetzt in unseren Image-Ordner in dem Projekt einfach reinziehen. Ja, ich nehme die einfach, ziehe die hier rein und dann sind die sozusagen in dem Projekt drin und dann kann ich die in PineGrow auch sehen. Also wenn ich jetzt unser Bild hier unten, ja, das ist ja dieses Platzhalterbild, wenn ich das auswähle und dann oben auf die Elementeinstellungen gehe, dann kann ich die Quelle des Bildes auswählen. Dazu klicke ich das einfach an und wähle dann in unserem Ordner, im Ordner Images, das Bild aus, was dort an der Stelle erscheinen soll. Und schon ist es in PineGrow drin. Als nächstes kümmern wir uns auch um das Titelbild. Das wollen wir ja sozusagen ganz oben im obersten Block einbauen. Also klicke ich den an und gehe dann in den Style-Tab, um dort diesen Titelbereich erstmal zu gestalten. Ich kann hier zum Beispiel erstmal überhaupt eine Höhe vergeben. Ja? Also dass dieser Titelbereich, der ja aktuell überhaupt nicht hoch ist, erstmal 500 Pixel hoch ist, damit wir sozusagen erstmal eine Fläche haben, wo wir unser Hintergrundbild auch einbauen können. Dann kann ich hier sehen, welche Style-Einstellungen ich dem Element gegeben habe. Ja, dass es jetzt 500 Pixel hoch ist. Es ist immer sinnvoll, Elementen eine Klasse zu vergeben. Also das ist die typische Arbeitsweise, wenn man eine Website erstellt. Dazu klicke ich hier auf dieses Plus und gebe dann einen Klassenname ein. Ein Klassenname fängt immer mit einem Punkt an. Also ich benenne es jetzt einfach Punkt Titelbild. Dann auf Create und schon habe ich hier eine Klasse erstellt. Im Tree-Tab kann ich auch sehen, dass dieser Div-Block, also dieser Bereich, jetzt die Klasse Titelbild hat. Jetzt wollen wir noch das Hintergrundbild vergeben. Dazu scrolle ich hier zu den Einstellungen Background für den Hintergrund und wähle bei Image ein Hintergrundbild aus. Ich klicke einfach drauf und dann komme ich in unseren Image-Ordner und dort kann ich dann das Titelbild auswählen. So, da ist das Bild schon mal drin. Ich kann jetzt noch nicht so viel davon sehen, weil ich muss es noch einstellen, wie das Bild dort dargestellt werden soll. Also ich kann hier zum Beispiel sagen, dass es sich wiederholen soll. Ich kann die Größe einstellen, ich kann die Position einstellen, ob es jetzt zum Beispiel oben oder in der Mitte oder unten oder oben links oder so angezeigt werden soll. Und bei Größe gebe ich ein Cover. Das heißt also, das Bild soll immer diesen Bereich voll ausfüllen. Jetzt ist es sozusagen immer noch nicht ganz optimal. Deswegen sage ich Position unten in der Mitte. Ja, also da wird es jetzt sozusagen so angezeigt, wie ich das mir auch vorgestellt habe.
Dann machen wir uns jetzt an die Gestaltung unseres zweiten Textblocks. Ich wähle ihn aus, gehe wieder in die Style-Einstellungen und dort könnte ich jetzt auch wieder wie beim Titelbereich eine feste Höhe vergeben. Also ich könnte jetzt auch sagen, dass dieser Bereich zum Beispiel 300 Pixel hoch sein soll. Aber eigentlich will ich ja, dass sich die Größe des Bereichs an dem Text orientiert. Das heißt, ich gebe keine feste Größe an, sondern ich vergebe Abstände. Ja, also ich will ja sozusagen, dass einfach dieser Bereich hier oben nicht so nah am Titelbereich ist, sondern dass dort ein bisschen Platz ist. Deswegen vergebe ich hier einen Innenabstand von zum Beispiel 80 Pixel. Das sieht, denke ich, ganz gut aus. Und nach unten hin vielleicht ein bisschen mehr. Ja, vielleicht vergebe ich hier 100 Pixel. Ja, dann haben wir hier schon mal ein bisschen Luft. Dasselbe mache ich jetzt auch nach links und rechts. Ich denke, so 50 Pixel ist in Ordnung. Genauso das gleiche auch rechts. Ich kann das auch einfach reinschreiben und dann sehe ich, dass dieser Bereich schon deutlich luftiger dargestellt wird. Das sieht doch, denke ich, schon mal ganz gut aus. Dann möchte ich noch, dass dieser Text hier zentriert ist. Ja, also zentriert dargestellt wird. Dazu gehe ich hier in die Texteinstellungen und klicke auf die Einstellung Text zentrieren. Und schon wirkt sich das auf allen Text in diesem Block aus. Jetzt vergebe ich auch diesem Block wieder eine Klasse. Ja, also sage ich Punkt Textblock zum Beispiel. Ja, das ist, denke ich, ein guter Klassenname oder Textbereich. Ja, ein guter Klassenname für diesen Bereich. So, dann kommen wir jetzt noch zu den Einstellungen für unseren letzten Block. Dieser soll ja diese beiden Div-Blöcke hier enthalten. Und wir gestalten aber erstmal den Block außenrum, also den kompletten Bereich. Dazu gehe ich wieder hier auf die Style-Einstellungen und da vergebe ich auch wieder ein paar Ränder. Dass wir also wieder einen Abstand nach oben haben, einen Abstand nach links und rechts und auch nach unten, dass sozusagen dieser Block auch ein bisschen Platz hat. Jetzt kommt der etwas knifflige Teil. Wir wollen, dass die beiden Div-Blöcke, die hier in diesem Titelbereich sind, nicht untereinander dargestellt werden, sondern nebeneinander. Dazu wähle ich jetzt den oberen der beiden Div-Blöcke aus und gehe dann in die Style-Einstellungen. Und hier will ich jetzt einstellen, dass dieser Div-Block nur die Hälfte des Bereichs einnimmt. Ja, also die Hälfte der Seite. Ich kann jetzt sagen, unsere Seite ist, ich sehe es ja hier, gerade 1024 Pixel breit. Und dann könnte ich sagen, dieser Bereich soll nur 512 Pixel breit sein. Und dann sehe ich, dass er sozusagen nur die Hälfte einnimmt. Aber unsere Seite ist ja responsive. Wenn ich also den Browserbereich verkleinere, ja, oder mir die Seite auf einem kleineren Gerät anschaue, dann ist dann dieser Textbereich nicht mehr genau die Hälfte, sondern er halt eben immer genau diese 512 Pixel breit. Deswegen stelle ich einfach ein 50%. Also er soll immer 50% des Browserfensters einnehmen und genau das passiert auch jetzt. Ja, also wenn ich das Browserfenster verkleinere, dann passt sich dieser Bereich an die Größe an und füllt immer genau die Hälfte davon aus. Dann vergebe ich hier wieder eine Klasse, also ich klicke auf das Plus und nenne diese Klasse jetzt zum Beispiel mal .div halbe Seite. Da weiß ich sofort, was damit gemeint ist und erstelle sozusagen jetzt diese Klasse und die wird automatisch hier zugeordnet. Das Schöne an Klassen ist, dass ich die mehreren Objekten vergeben kann. Also ich gehe jetzt zum Beispiel zu unserem zweiten Div-Block und der soll ja auch nur die Hälfte der Seite einnehmen. Und deswegen kann ich jetzt auch hier sagen, der soll genau dieselbe Klasse, ja, auch div halbe Seite bekommen. Und das hat jetzt auch funktioniert, auch wenn es erstmal nicht danach aussieht. Aber an dieser gelben Linie hier sehe ich, dass dieser Block nur die Hälfte des Browserfensters einnimmt. Das Bild ragt aber darüber hinaus, weil es in voller Größe eingeladen ist. Ich muss also jetzt sozusagen dem Bild noch eine Größe vergeben. Dazu klicke ich es an, gehe wieder in die Style-Einstellungen und vergebe dem Bild eine feste Größe. Ich kann also zum Beispiel hier Width, das ist die Breite, jetzt einfach einen Wert eintragen und sehe, aha, dieser Block nimmt wirklich nur die Hälfte der Seite ein.
Jetzt macht es aber wieder keinen Sinn, dem Bild eine feste Größe zu geben, weil es ja je nach Browserfenster immer unterschiedlich groß ist. Wir möchten, dass es immer genauso groß ist wie der Textblock. Ja, also wenn ich jetzt dem Bild zum Beispiel 50% Breite vergebe, dann nimmt es die 50% des Blocks, in dem es drin ist, der ja auch schon wieder 50% der Seite einnimmt. Das heißt, unterm Strich ist das Bild dann nur 25% der Seite breit, also nimmt nur ein Viertel ein. Deswegen müssen wir dem Bild sagen, es soll die volle Breite des Platzes einnehmen, das ihm zur Verfügung steht. Also sozusagen 100%. Somit ist es dann immer genauso groß wie der Block, in dem es drin ist. Und der Block, in dem es drin ist, nimmt ja 50% der Seite ein. Also nimmt auch das Bild dann unterm Strich 50% des Platzes ein. So, und jetzt sehe ich, dass beide Blöcke die Hälfte der Seite einnehmen, aber sie sind ja immer noch untereinander. Deswegen wähle ich unseren Hauptblock aus und mache hier eine Style-Einstellungen, die nennt sich Display Flex. Und schon sehe ich, unsere beiden Bereiche sind jetzt nicht mehr untereinander, sondern nebeneinander angeordnet. Wer das Starterprojekt mit Basic-Komponenten nutzt, der kann sich diese ganzen Schritte sparen, denn dort gibt es bereits vorgefertigte Blöcke mit nicht nur 2, sondern auch 3 oder 4 Spalten nebeneinander. Was jetzt aktuell noch stört, ist, dass diese beiden Blöcke sehr aneinander geklatscht sind. Also ich habe hier keine Lücke dazwischen. Das würde natürlich aber besser aussehen. Deswegen machen wir uns da doch einfach eine Lücke. Und zwar dazu wähle ich am besten hier diesen Textbereich oder diesen Textblock dort aus und gehe dann wieder in die Style-Einstellungen und sage dann hier, dass es dort einen Abstand auf der rechten Seite geben soll von zum Beispiel jetzt hier 45 Pixel. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Wir sehen auch direkt, dass diese Einstellung natürlich auch bei dem Bild daneben direkt angewendet wird, weil beide ja die gleiche Klasse haben. Das heißt also, wenn mehrere Objekte ein und dieselbe Klasse besitzen, dann werden diese auch immer aktualisiert, sobald ich diese Klasse ändere. Das ist also sehr praktisch und damit kann ich mir viel Zeit sparen, wenn ich die Klassen auch klug einsetze. Dann wird auch unsere Seite immer besser. Was jetzt noch nicht passt, diese H1-Überschrift hier oben, die klebt noch ganz schön dort oben am Rand. Also werde ich sie mal besser positionieren. Dazu klicke ich sie einfach an, gehe wieder in die Style-Einstellungen und sage hier, dass der Text zentriert sein soll. Und dann braucht er auch noch ein bisschen Abstand nach oben. Also wähle ich hier einen Innenabstand von ja, zum Beispiel hier 75 Pixel oder 74 Pixel. Das ist, denke ich, ganz in Ordnung. Dann möchte ich auch noch eine andere Schriftart nutzen. Dazu nutze ich entweder eine Schriftart von Google Fonts oder importiere meine eigenen. Wie das geht, zeige ich in einem späteren Video. Ich nutze jetzt hier die Schriftart Sane Painter und sehe, dass Pinecone direkt diese Schriftart dann auch anzeigt. Hier kann ich die Größe auch ändern, also schön groß, das soll ja auch die H1-Überschrift sozusagen sein. Und ich denke, die 64 Pixel, das passt soweit. Und dann ändere ich auch noch die Farbe. Dazu kann ich jetzt einen Hexagonalcode eingeben oder direkt hier auf diesem Farbfeld eine passende Farbe auswählen. Ich denke, dieses leichte Rosa passt ganz gut auch zu unseren Muffins. Damit sich die Schriftart jetzt noch ein bisschen abhebt, stelle ich hier noch einen Schatten ein. Ja, dazu gebe ich sozusagen bei Text Shadow ein paar Abstände ein, kann auch die Farbe auswählen. Natürlich soll der Schatten schwarz sein. Also wähle ich hier auf dem Farbfeld schwarz aus. Und dann soll der Schatten auch noch ein bisschen unscharf sein. Also bei Blur sozusagen gebe ich hier eine Unschärfe ein, zum Beispiel 14 Pixel. Dann noch ein bisschen Feintuning und schon hat unsere Schriftart dort auch einen Schatten. Und genauso ändere ich auch die zweite Überschrift. Einfach auswählen und dann bei den Style-Einstellungen die Schriftart, die Schriftgröße und die Farbe auswählen. Das gleiche mache ich auch bei der dritten Überschrift. In Pinecone kann man ähnlich wie bei Klassen auch bei Texten und Überschriften projektweite Einstellungen vornehmen. Wenn ich also zum Beispiel den kompletten Text auf der kompletten Internetseite ändern möchte, dann klicke ich einfach ein Textfeld an und kann dann hier eine Regel erstellen, die dann sozusagen, wenn ich jetzt hier das P auswähle, für alle Textfelder auf der kompletten Website gilt. Also ich sehe auch direkt, wenn ich das hier mache, dass dann alle
Elemente, die das betrifft, hier dort grün angezeigt werden. Also ich klicke auf P und dann sehe ich direkt, okay, ich sehe jetzt hier diese beiden Textfelder, die wird es dann am Ende beeinflussen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Textfarbe ändere, dann sehe ich direkt, dass es halt wirklich alle Textbereiche dann auch in der Farbe ändert. Ich wähle jetzt hier zum Beispiel ein mittelhelles Grau. Ich denke, das passt ganz gut zu unserer Website. Bei der Größe genau das gleiche. Also hier kann ich direkt projektweite Einstellungen vornehmen. Ja, das sieht doch unsere Seite schon mal ganz gut aus. Das Einzige, was jetzt noch stört, ist dieser weiße Rahmen hier. Den sehen wir dort an diesem Titelbereich links und rechts und auch oben. Und der wird in einer HTML-Website sozusagen immer automatisch hinzugefügt. Und den kann man ausstellen, indem man das Body-Element auswählt. Also sozusagen das Body-Element ist unsere komplette sichtbare Website. Und dann kann ich bei den Style-Einstellungen sagen, ich möchte jetzt eine Regel, die eben diesen Body betrifft. Und da kann ich sagen, dass sozusagen die Ränder überall 0 sein soll. Also dass sozusagen überall keine Ränder dargestellt werden sollen. Natürlich in dem Starterprojekt muss man das nicht machen. Da sind dann solche häufig genutzten Einstellungen dort natürlich schon gemacht. Das war's auch schon mit dem Video. Ich denke, unsere Seite sieht jetzt so aus, wie wir uns das vorher vorgestellt haben. Und ich hoffe, ihr habt jetzt ein paar Eindrücke bekommen, wie man mit HTML in Pinecore arbeitet und könnt es dann für eure eigenen Projekte umsetzen. Schaut auch gerne auf pinecoreforest.com vorbei. Dort findet ihr viele hilfreiche Tipps, Tricks und auch unsere Facebook-Gruppe.